schöner Fisch. Ja! Swedish anglers is the best. Der YouTube Predator Cup 2018 wird präsentiert von Duo Germany, Angel Joe und Bass Brigade. Das heutige Duell steigt vor einer wirklich atemberaubenden Kulisse. Und gefischt wird vom Ruderboot. Zum ersten Mal an diesem Gewässer ist Christopher Jung, der seine Angelerlebnisse auf dem gleichnamigen Kanal mit seinen Zuschauern teilt. Der Mannheimer fischt am liebsten auf Barsch. Das bisher größte Exemplar mit 49 cm fing er bei der Predator Tour 2017. Der Berkeley Teamangler bringt also auf jeden Fall Turniererfahrung mit. Der Gastgeber der heutigen Begegnung ist Benedikt Götzfried, der seinen Kanal Topwater Productions vertritt. Der Memminger angelt seit seinem 14. Lebensjahr ausschließlich mit Oberflächenködern auf die verschiedensten Raubfische. Als Lieblingszielfisch nennt er ebenfalls den Flussbarsch. Den Fang seines Lebens machte Bene in der Mongolei, als er einen 128 cm großen Taimen überlisten konnte. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des YouTube Predator Cup. Wir sind heute vor einer wunderschönen Kulisse. Aber echt, ja. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Duell vor uns, auf das ich mich schon seit ein paar Wochen gefreut habe. Wir haben nämlich hier einmal einen sehr klassischen Raubfischangler, der hauptsächlich mit Gummi, Wobbler unterwegs ist, was man eben so kennt. Viel Ultralight auch? Sehr, sehr viel Ultralight, ja. Also Barsch ist so mein liebstes Ding mit ganz leichtem Zeug. Haben wir hier auf jeden Fall in dem Gewässer. Und Bene ist Oberflächenangler. Hab mich, wie gesagt, schon seit ein paar Wochen drauf gefreut auf dieses Duell, weil wir heute wirklich mal sehr unterschiedliche Techniken sehen werden. Und ich bin wirklich gespannt, was hier besser gehen wird heute. Ja, das kann man nie im Voraus sagen. Wir werden sehen. Natürlich hoffen wir, dass wir ein paar schöne Bisse kriegen, ein paar fliegende Das Hechte. auf jeden Fall. Ja. Wobei dir natürlich auch erlaubt ist. Ich habe auf jeden Fall auch Topwater mitgenommen. Ja, ich möchte mich natürlich nicht vom Lokalmatador hier abziehen lassen, der den See ja schon ein bisschen kennt. Ja. Deswegen, ich bin auf alles vorbereitet. Los geht's, Männer. Feuer frei. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Und Glück. Ja, auf jeden Fall. Ob Topwater Baits, Gummifische, Blechköder oder Wobbler. Solange es Kunstköder sind, ist bis auf Schleppangeln alles erlaubt. Die Angler haben nun insgesamt 6 Stunden Zeit, um maximal 3 Raubfische in die Wertung einzubringen. Dabei werden die Zentimeter der Barsche mit 2,4 multipliziert. Zander zählen mal 1,3 und Hechte einfach. Der Link zu allen Regeln ist in der Videobeschreibung zu finden. So, wir sind jetzt fast am ersten Spot angekommen. Sind hier vor so einer Schilfkante, wo sich ein breites Seerosenfeld hier in den See reinzieht. Bene gibt als allererstes die Spots vor, weil wir hier quasi an seinem Heimgewässer sind. Und in der zweiten Hälfte des Tages wird Christopher dann die Ehre haben, die Spots zu bestimmen. Ja, und jetzt mal gucken. Das ist natürlich ein Gebiet, wo Topwater gut laufen könnte. Schauen wir mal, wie sich die beiden am ersten Spot machen. Er wird natürlich gleich Topwater probieren. Ich würde mir aber gerne erstmal den Grund anschauen, deswegen mache ich einen ganz normalen Jig drauf. Ein Köder, mit dem ich schon viel Fische bei uns auch gefangen habe, Never Change a Running Team. Ich werde mich jetzt hier mal an der Seerosenkante abangeln, vielleicht steht da immer ein Barsch vorne dran. Ja, und wenn Bene auf Topwater mehr fängt als ich, dann werde ich wahrscheinlich auch mal wechseln. Neuer Köder, neues Glück. Schauen wir mal, ob die Hechte auch Barsche fressen oder die Barsche. Wir werden sehen. Schöne Ködergröße, 10, 11 cm, kann man beides fangen. Gerade so diese Ränder von den Seerosenfeldern sind sehr interessant, weil da halt viel Hecht steht, aber auch die Barsche durchziehen. Ich meine, wir werden nachher mal uns noch weiter in die Felder rein bewegen. Dann gibt es hinten auch noch Stellen, wo wir zwischen Seerosenfeld und Ufer noch eine Lücke haben. Da haben wir oft die größten Fische gefangen, komischerweise ganz am Rand. Aber erstmal zum Starten hier ein schöner Spot, wo auch Barsche unterwegs sind, wo wir schon schöne Hechte gefangen haben.
wie man sieht, Schwanz abgebissen. Der Köder ist aber relativ stabil, der sieht schon ziemlich zerfetzt aus und ich kann ihn hier trotzdem nicht zerreißen. Also das muss schon irgendwas gewesen sein mit Zähnen, nehme ich mal an. Neuen Köder drauf machen, vielleicht fangen wir den Fisch ja noch. Ich würde mal sagen, Spotwechsel steht an. Also kleines Zwischenfazit, wir sind hier mitten im Benes Revier, wir sind mitten im Seerosenfeld und hier kann man eigentlich nichts anderes machen als Topwater angeln. Das heißt, ich habe mir auch Köder dran gemacht, mit denen ich hier wirklich voll durchs Cover werfen kann. Meine Taktik ist es aber nicht ganz auf Topwater zu angeln, sondern eine Etage drunter mit so einem Soft Jerk. Der hat trotzdem einen Offset-Haken, der weedless montiert ist. Das heißt, damit kann ich auch den Köder wirklich durch die Seerosen durchnavigieren und versuche damit dann die Fische zu fangen. Weil Bene probiert ja schon die ganze Zeit auf Topwater und da hat dann auch noch keinen Biss bekommen. Deswegen, wie gesagt, eine Etage tiefer, vielleicht geht da ja ein Fisch. Wir haben jetzt endlich mal ein bisschen Kleinfisch gefunden, also wirklich Brutfische, die im Feld drin stehen. Da war dann sofort auch ein bisschen Aktivität, da haben wohl richtig kleine Barsche reingeraubt, aber wo kleine Barsche sind auf größere. Hechte sind auch massiv hier unterwegs. Wir haben viele Fische aufgeschreckt gerade, aber absolut no reaction, keine Beißzeit. Das heißt, weitermachen, Arschbacken zusammenkneifen und warten, bis die Fische Bock haben. Und dann sollte es knallen, schätze ich mal. Vorher habe ich mit dem Stickbait geangelt, der geht links, rechts. War wahrscheinlich zu viel Action, weil die Fische sehr inaktiv, sehr passiv sind. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen und in dem Fall ein Köder, der leiser ist, der weniger Druckwelle macht. Ein Propbait ist ein Köder mit Propellern, die sich quasi langsam drehen, wenn man langsam kurbelt, und der macht wesentlich weniger Lärm und das kann genau der Trigger gerade für die Hechte sein, die inaktiv sind, um den da noch zu nehmen. Hat eigentlich relativ gut funktioniert, weil ich gerade eine schöne Attacke habe, leider nicht hängen geblieben. Ich hoffe, dass der nächste hängt. Und ich hoffe auch, dass das Wetter im Verlauf jetzt so ein bisschen weitergeht. Jetzt zieht es langsam zu, die Sonne geht weg. Das könnte besser sein. Ich hoffe, dass dann eine richtige Beißphase kommt und wir schöne Fische fangen können. Ich glaube, wir haben jetzt schon 2,5 Stunden geangelt. Bene hat einen Biss gehabt, ich hatte ganz am Anfang einen Biss. Der Biss bei mir am Anfang war vielleicht ein Barsch, aber wenn dann was ganz Kleines. Beim Bene ist schon ein bisschen was Größeres hinterher. Aber ich glaube, das waren die 2 einzigen Fische hier im See. Ja, ich bin mal gespannt, wenn wir da ein bisschen im Freiwasser angeln, wo ich dann wieder normal angeln kann, für mich zumindest, ob da vielleicht ein bisschen mehr geht. Ob da vielleicht. Weil das ist ja wirklich gefuchtelt durch die Seerosen. Das ist nicht einfach. Also fette Props an Bene, dass er das die ganze Zeit durchzieht und das auch freiwillig in seiner Freizeit macht. Ja, das ist immer so. Ja, das ist schon hartes Brot, aber so ist Angeln, ja. Also so ein bisschen Adrenalin wird mir jetzt nicht schaden. Ja, also 1,25 Meter oder sowas. Ja, das wär okay. Also, das wird spaßig gewesen. Es wird auch 1,24 Meter reichen, muss kein 1,25 Meter sein. Oder wie siehst du das? Ja, du alles über 80. Oh nein! Der hat das Ding gewollt, ne? Der macht's nicht. Bist ein echter Sportsmann. Ich kenne andere, die hätten sofort hingeworfen. Nee. Ja, nee, es ist Sportsmann-Charakter. Weil ich bin jetzt erstmal außer Gefecht. Kriegst den Fehlbiss, dann ist der ganze Köder so. Nur mal für die Zuschauer, dass sie sehen, wie tief wir hier angeln. Das sind vielleicht 35 cm, wenn überhaupt. So, Halbzeitstand 0:0. Noch haben wir keine Fische gesehen, zumindest nicht im Boot. Wir hatten 3 Bisse. Chris hat am allerersten Spot einen Schaufelschwanz verloren. Wiederum Bene hat 2 Topwater-Attacken verzeichnen können im Seerosenfeld. Das haben wir auch gesehen, also das waren tatsächlich Fische, aber leider noch nichts hängen geblieben. Jetzt bin ich extrem gespannt, wie Chris hier an dem für ihn unbekannten Gewässer
ja, jetzt dieses Gewässer angehen wird. So, also ich kann euch eins schon mal versprechen, wir werden nicht mehr in den Seerosen drinstehen und werden Topwater angeln, sondern ich probiere jetzt wirklich mit dem regulären Jiggen und auch mal mit Dropshot ein paar Barsche zu fangen. Das heißt, wir werden uns irgendwo Freiwasser suchen, nicht ganz mitten im See. Ich habe mir vorher Google Maps angeschaut und habe da hinten eine relativ interessante Struktur gesehen. Außerdem steht da der Wind genau drauf. Das heißt, es wird alles reingetrieben. Das heißt, das ist der Spot, den ich auf jeden Fall als erstes anfahren werde. Und dann schauen wir mal, wie tief es da ist. Und von dort aus werde ich mich dann orientieren, wie die weiteren Schritte aussehen. Also ich hoffe, dass der Christopher nicht ganz so weit draußen bleibt. Deshalb werde ich mal schauen mit großen Ködern, im Freiwasser vielleicht auf Barsch an der Oberfläche angeln. Ich hoffe, dass der eine oder andere Barschbock hat. Der zählt ja ziemlich viel. Christopher will auch Barsche fangen, hat sich da eine Kante rausgesucht. Die kenne ich und da kann es auch an der Oberfläche beißen. Und ich hoffe, dass der Plan aufgeht. Obwohl bisher noch keine Fische gehakt, geschweige denn gefangen wurden und somit auch noch keine Punkte verzeichnet werden konnten, scheinen beide Angler mit ihrem Latein noch lange nicht am Ende zu sein. Christopher ist froh, nun tiefere Stellen anfahren zu können, doch auch dort will Bene weiterhin seine Oberflächenköder einsetzen. Wer mit seiner Technik am Ende vorne liegt, seht ihr nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Ihr wollt mehr fangen? Herzlich willkommen bei Angel Joe, die größte Auswahl und beste Beratung für deinen Fangerfolg. Jetzt schon 10-mal in Deutschland und online unter www.angeljoe.de. Du willst bei der Auslosung zum YouTube Predator Cup 2019 live dabei sein, die Stars der Szene treffen und sogar als Losfee aktiv werden? Hier kommt deine Chance. Wir verlosen 2 VIP-Tickets für die Angelwelt Berlin. Dabei übernachtest du mit deiner Begleitung 2 Nächte im modernen Titanic Komfort Mitte im Herzen Berlins mit direkter U-Bahn-Verbindung zur Berliner Messe und erstklassiger mediterraner Küche. Die Teilnahmebedingungen findest du in der Videobeschreibung. Viel Erfolg! Wenn du auf die Topwater-Wurst was fängst, kapituliere ich. Sofort. Dann hast du es verdient. Dann gewinnst du. Egal. Könnte schon gehen. Müssen wir mal schauen, ob wir die einigermaßen weedless machen können. Und dann, naja, ich habe ja noch eine dabei. Ich esse erstmal die und überlege noch. Na, da fängt ja tatsächlich was auf die Wurst. Wäre jetzt nicht so abwegig. Wenn die irgendwie links-rechts läuft, dann könnte es funktionieren. Nee, ich habe ja schon noch so ein paar Joker. Oftmals was, vielleicht nichts. Aber ein bisschen was. So ganz am Ende der Weisheit bin ich noch nicht. Ist. Aber kleiner Fisch. Ja, richtig kleiner Fisch. Aber wenn er nur 20 cm hat, kann er schon reichen. Dann ist es schon auf jeden Fall mal ein Punkt auf der Skala. Ne? Da die Fische relativ vorsichtig beißen, werde ich jetzt eine etwas langsamere Präsentation wählen und zwar zu Dropshot wechseln. Jetzt kommt die Spezialtaktik, jetzt kommt ein kleiner Wurm dran. Wenn die Barsche nämlich nicht wollen, auf so einen kleinen Wurm gehen sie dann ab und zu doch nochmal am Dropshot-Rig, einfach durch das dicke Teil des Wurms. Ich stelle es dann aber ein bisschen flacher, so 25 cm. Und dann wollen wir mal schauen, vielleicht geht damit ja was. Das ist jetzt wirklich Trick 17 aus der Kiste, weil bisher wirklich gar nichts ging. So, wir haben einen kleinen Wetterumschwung erlebt. Der Wind hat aufgefrischt und wir sehen auch dunkle Wolken hinter den Bergen vorkommen. Bene, der hier heimisch ist, hat vorgeschlagen, dass wir mal Richtung Heimathafen fahren und eher da noch 1, 2 Spots anfischen, falls doch es hier bald runterkommen sollte und wir uns vor einem Gewitter in Sicherheit bringen müssten. Haben wir es dann nicht mehr ganz so weit. Deswegen geht es jetzt einmal über den See zurück. Bene?
Ja, das Wetter hier ist phasenweise sehr umschlägig. Das heißt, es kann super schnell gehen, gerade durch die Nähe der Berge kann so eine Gewitterfront über die Berge rüber schwappen. Das ist vorher auch passiert, aber vorher ist sie nicht schnell drüber geschwappt. Da ist sie ganz langsam gekommen. Wir hatten genug Zeit, um uns mehr oder weniger in Sicherheit zu bringen. Ich sage auch immer, kein Fisch ist es wert, irgendwie was zu riskieren. Wir sind weit genug weg vom Gewitter. Es blitzt zwar da hinten, aber sobald das ein bisschen näher kommt, schnell ans Ufer. Aber wir stehen nicht weit weg, also wir sind innerhalb einer Minute am Ufer. Aber man muss da aufpassen. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig, aufs Wetter aufzupassen und auch auf sich selber ein bisschen zu hören. Und wenn es einem mulmig wird, lieber runter vom Wasser, ist besser, weil riskieren bringt alles nichts. Nun also geht das Battle wegen des drohenden Gewitters erstmal auf der anderen Seite des Sees weiter. Christopher steuert eine Steganlage an, weil er weiß, dass zwischen den Pfeilern der Stege häufig Raubfische anzutreffen sind. Den beiden Anglern bleibt noch knapp eine Stunde Angelzeit. Ja, Fisch, endlich! Fisch. Ja, ja, sauber! Ich hoffe, er ist maßig. Der ist definitiv maßig. Ja, wobei, das könnte ein Mini-Hecht sein. Ich habe ihn noch nicht draußen und das ist wahrscheinlich ein ziemlich kleiner Hecht. Das ist definitiv, das ist kein Barsch. Yes, Fisch! Wir haben einen Fisch! Ja. Den brauchen wir wahrscheinlich nicht mal messen, ne? Der hat keine 50 cm. Nicht ganz, nicht ganz hat er die. Hier haben wir jetzt einen ganz kleinen Hecht. Der ist so klein, den dürfen wir sogar ganz legal wieder releasen. Na, der Kleine hat sich ein bisschen verausgabt. Da geht er wieder. Aber immerhin, wir hatten mal was an der Angel. Ja, mein Ziel ist es ja, überhaupt einen Fisch zu fangen. Deswegen bin ich jetzt auf relativ kleine Köder. Hab mir auch ein bisschen was Grelleres drauf gemacht. Mit so Ködern fange ich auch bei mir in den Heimgewässern häufiger mal Hechte. Dass er jetzt so klein ist, ist natürlich schade, weil es kein Punkt ist. Aber immerhin, wir hatten mal einen Fisch vor der Kamera. Wir hatten endlich mal einen Fisch dran. Ja, das Boot ist quasi entschneidert. Wir haben unseren Dienst geleistet. Jetzt wollen wir mal schauen, vielleicht geht er noch mal ein bisschen größerer. Ich würde mir hoffen, dass ein Barsch in gleicher Größe beißt, wenn es dann kein größerer Hecht wird. Hauptsache ein Fisch, der mal einen Punkt bringt. Endlich! Der erste Fisch ist im Boot. Zwar bringt dieser untermaßige Fisch Chris keine Punkte, laut Regelwerk geht er mit diesem kleinen Hecht dennoch erstmal in Führung. Denn sollte es beim 0:0 bleiben, entscheidet die Anzahl der regulär gefangenen Fische. Dabei würden dann auch untermaßige Fische und alle anderen Fischarten zählen. Vorteil Chris. Bene ist nun noch stärker gefordert als bisher. Bleibt er seinen Oberflächenködern dennoch treu? Dann fang doch auch mal einen Fisch, Benedikt. Ja, ich versuch's ja. Zwar nicht in meinem Revier, aber irgendwo kann man hier Fisch? Fisch. So, maßiger Barsch. Kescher? Richtig maßiger Barsch. Kescher? Geiles Teil. Richtig maßiger Barsch. Yes! Woo! Sauber. Fett! Ja. Das ist ein geiles Teil, ja. Fetter Barsch. Fetter, richtig fetter Topwater-Barsch. Junge. Da kann man nichts. Der hat über 40, Freunde. Yes! Oh ja! Freunde! Ah, komm. Oh ja. Das ist mal ein Topwater-Fisch. So wie er gehört. Mega happy gerade. Was für einen geilen Barsch gefangen. Und irgendwann zahlt sich das aus. Irgendwann kommt der Biss und man fängt einen dicken. Strich 40. Ja, 39 sogar. Ja, ist ja egal. Fett ist er. Tatsächlich noch ein Topwater raus. Aber schon, ich sag ja, wenn dann dicken. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Das war dann Ich hätte es dir auch gegönnt. So ist es. Ganz dicke Leistung. Guter Fisch, der darf man sich freuen. Ne? Unglaublich. Ein extrem schöner Barsch, den Bene hier unterm Steg hervorzaubern konnte.
Da hat sich das Vertrauen in die eigene Taktik und Technik komplett ausgezahlt. Doch es ist nur ein Fisch und nun scheint Aktivität aufzukommen. 2 kleine Barsche würden Chris reichen, um das Blatt wieder zu wenden. Ich habe jetzt noch 20 Minuten Zeit. Ich glaube, es ist unrealistisch, einen 40er zu fangen hier, aber ich werde jetzt mal downsizen wieder von den Ködern und werde mal versuchen, vielleicht schaffe ich es ja über 2 20er Barsche, da nur mal ranzukommen, aber es wird schwer, weil wie gesagt, es sind nur noch 20 Minuten und die letzten 5,5 Stunden ging ja quasi auch kaum was. Ich bin natürlich schon happy, weil ich lasse mich halt nicht abbringen an Overplay zu angeln und ich weiß, irgendwann knallt es halt wieder. Und normal, wenn ich heute, dann morgen, aber dass sowas noch passiert, hätte ich ja auch nicht mehr mit gerechnet, aber mein Gott, es ist halt das Vertrauen in den Köder, zu wissen, was man macht, zu wissen, dass die Sache funktioniert. Irgendwann klappt es halt dann. Mit so einem Barsch kann man sich schon mal ausruhen. Ja, da kann man mal. Ja gut, aber du kannst jederzeit einen 40er noch fangen. Ich glaube es zwar nicht, da aber... kann man mal die Füße hochlegen. Ja. Wie viel Zeit ist noch, Männer? Viertelstunde. Fisch? Ja. Fisch. Oh, der ist gut. Barsch auch? Ja, das ist ein Barsch. Nee, Hecht, Mini-Hecht. Mini-Hecht? Sorry. Aber... Naja, es war ein Mini-Hecht, der hatte keine 50. Minuten noch oder was? 10. 10? Gut, dann würde ich die letzten 10 Minuten, mach den Wurf noch fertig. Ja. Dann würde ich mich noch mal ein bisschen weiter reintreiben lassen. Theoretisch ist es noch machbar. Theoretisch, ja. Ja, theoretisch. Aber unwahrscheinlich, wenn man 5,5 Stunden vorher auch nichts zu machen hat. Ich weiß schon, ja. Ja! Nein. Dein Gesicht war das wert, ja? Ja, das glaube ich. Ja. Julian hat auch ganz gut geguckt. Tatsächlich. Nee, das ist ein Witz, oder? Der macht's aber noch mal spannend, was? Barsch! Das macht das spannend, jetzt geht's. So, ich habe noch 2 Minuten. Ne? Ja. Die Scale liegt bei dir? Ja. Da rechts? Ja, da. Jetzt ist Hektik. Der Barsch hat 27. Ja. 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 Dramatik in den Schlussminuten. Nachdem auch sein zweiter Hecht des Tages keine Punkte zählte, bringt der 27er Barsch Christopher zurück in die Partie. Die Fische beißen und er braucht nur einen Barsch mit Mindestmaß, um das Battle zu gewinnen. Doch ihm bleiben nur 2 Minuten. Naja, aber wenigstens hast du es nochmal spannend gemacht. Und damit ist es amtlich. Hey Petri. Bene, herzlichen Glückwunsch. Fetter Barsch. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt musst du das Ding natürlich auch gewinnen, ne? Dass ich nicht so blöd dastehe. Ja, geil. Ich werde weiter Topwater angeln, von daher. Männer, der Tag ist vorüber. Ja. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir als Zuschauer, Juli und ich waren ja heute auch Zuschauer, konnten heute auf jeden Fall wieder ein paar Sachen lernen. Nämlich, dass erfahrene Turnierangler und ja, Leute, die Vorträge auf Messen halten, sich auch mal, wenn es nicht so beißt, schon stundenlang ganz schön schwer tun können. Ja, definitiv. Aber wir haben auch ein großes Finale gesehen. Und da ist nämlich der nächste Punkt, den wir heute lernen können. Ausdauer mitbringen, Vertrauen haben in das, was man macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bene, ich hätte keinen Pfifferling mehr auf dich gesetzt. Also, umso besser, ja, umso besser. Ab da, wo wir dann im etwas tieferen geangelt haben und ich fand eigentlich deine Taktik gut, an die Stege zu gehen, die Barsche zu suchen.
Da waren sie ja dann auch, ne? Da waren sie auch. Du hast die Fische definitiv gefunden. Ja. Und Bene hat halt Hat er abgestaubt, ja. Bene hat abgestaubt, dass du da mit dem Topwaterbait zwischen den Stegen dann noch einen abräumst, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, der stand halt direkt unterm Steg und ich habe den Steg direkt angemacht. Oh, Glück gehört auch dazu. Ja, aber das war schon verdient, ja. Du hast schon dran geglaubt an das, was du gemacht hast. Das hat sich ausgezahlt. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Guckt auf jeden Fall mal auf dem YouTube-Kanal Christopher Jung vorbei. Da gibt es Wissenswertes, viel. Du erklärst viel auch Tutorials, ja. Genau, Also viel. weniger den Fokus aufs Fischfangen selbst, also keine Entertainment-Videos groß, sondern eher, wie funktioniert das Ganze, ja? Wie kann man das an einem eigenen Gewässer machen? Wie kann man auch an einem unbekannten Gewässer Fische finden? So. Ne? Genau sowas gibt es bei mir zu sehen. Genauso solltet ihr mal auf dem YouTube-Kanal von Topwater Productions vorbeischauen. Dort gibt es natürlich Topwater-Angelei, Oberflächenfischen der Extraklasse. Sehr geile Videos, Danke. Ja. Genau, kürzlich erst eine USA-Reihe online gegangen, die sehr interessant war. Die Links zu beiden Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn die nächste Runde im YouTube Predator Cup weitergeht. Für Chris ist leider, haben wir heute keine Rose für dich. Ja, ich habe ja vorhin eine Seerose von Bene bekommen, von dem her alles okay, alles in Ordnung. Ja, macht's gut. Peace. Ciao. Ciao. 93,6 zu 64,8. Für Christopher Jung ist das Turnier in 2018 leider schon vorbei. Bene hingegen zieht mit Topwater Productions ins Viertelfinale und trifft dort entweder auf den amtierenden WPC-Champion Enrico Di Ventura oder auf den einzigen Österreicher im Feld, Johannes Höfner. Mal sehen, ob er mit seiner Technik dort erneut die Oberhand behalten kann.